Der Film soll Augen öffnen. Vielleicht. Vielleicht soll er auch warnen. Er soll auch unterhalten natürlich. Er soll aufmerksam machen auf das, was eigentlich los ist in der Welt und was heutzutage so überall so passiert. Help! I can't move! Ya Allah, ساعدوني. Hello? Ich möchte die Geschichte erzählen von zwei Verschütteten, die in Syrien durch eine Explosion begraben werden. Der eine Arabisch, der andere Englisch und lernen sich so irgendwie kennen, obwohl sie sich gar nicht kennenlernen. Hey, what's your name? I'm Steve. Die Parallelgeschichte dazu ist die Geschichte einer Kriegsfotografin, die sich auf ihren nächsten Einsatz vorbereitet, gemeinsam mit ihrem Ehemann Leo, die den letzten Abend zusammen verbringen und sie packt ihre Sachen, bereitet sich vor und der Abschied zwischen den beiden. Und dann reist sie ab und es beginnt die Zeit des Wartens. Die Grundidee des Films, besonders von der Rolle Leo, kam eigentlich aus meiner ganz eigenen Erfahrung. 2009 bin ich für 5,5 oder 6 Monate war es, glaube ich, nach Afghanistan in Einsatz gegangen als Bundeswehrsoldat. Der Horror war gar nicht für mich, der Horror war für meine Eltern und für alle, die halt hier geblieben sind. Für die bin ich in eine graue Rauchwolke entschwunden und das war's. Da habe ich mir einfach viele Jahre die Frage gestellt, für wen war es eigentlich schlimmer? Ich glaube, für meine Eltern war es viel schlimmer. Diesen Teil, den wollte ich, dass Leo uns den erzählt. Als ich das Buch geschrieben habe, hatte ich mich mit Anja Niedringhaus beschäftigt, eine deutsche Fotojournalistin, die 2014 bei einem Anschlag in Afghanistan ums Leben kam. Sie hat besonders aus Kriegsgebieten berichtet. Ihre Fotos haben mich sehr beschäftigt. Sie hat nämlich die Menschen fotografiert, nicht den Krieg. Und das war für mich irgendwie so der Ansatz, wo ich so dachte, ja, das ist der Standpunkt, von dem ich es erzählen möchte. Ich möchte gar nicht die Kriegshandlung oder jetzt die Explosion oder irgendwas, sondern ich möchte die Menschen erzählen, die da sind. Jemand, der journalistisch in Kriegsgebieten unterwegs ist, das ist jemand, der eine ganz, ganz große Leidenschaft hat für das, was er tut. Es ist spät geworden. Für die Szenen der Verschütteten haben wir ganz einfach bei uns in der Garage ein Set gebaut. Die beiden Schauspieler haben wir da drin begraben, um die Authentizität in der Geschichte und auch in den Dialogen aufrechtzuerhalten. Help! Help! Dann habe ich gedacht, ich schneide daraus mal einen Trailer. I can't move! Ya Allah, ساعدوني. Hello? Und dann wurde das erschreckend real, diese Geschichte. Und dann habe ich noch einen sehr alten Freund angefragt, ob er sich vorstellen könnte, meine Aufnahmeleitung zu machen. Und dann hat er gesagt, ja, macht er. Und dann haben wir 2 Tage gedreht. Das Team war mittlerweile sehr groß. Unsere Schauspieler haben sich gut vorbereitet. Frank Barbian aus Paris an der Kamera. Und es waren so viele Leute da, die so zusammengekommen sind, die alle so diese Idee irgendwie so gefeiert haben. Ruhe bitte! Mike. Und bitte. Danke. Und dann kommen beide rein. Dann haben wir rechts Leo und links Anja im Bild. Und die sind in der gleichen Schafebene. Ja? Also eigentlich bleibst du dann mit der Schafe auf Anja. Ach so, das heißt, das ist jetzt aber... Die ersten Büroszenen von Anja und Leo, wie sie ihre Tasche packt, Pressetasche und so weiter und so fort. Genau. Kannst auch heute wieder Handy pushen. Dann haben wir an dem Samstag das Klavier gedreht. Achim, wenn du mal mitschauen magst, ja. Um die Reflexion hinzubekommen. Die prima, Dankeschön. Okay. Und bitte. Und dann die Schlafzimmerszene, in der sie eben
ihre letzten Kameraausrüstung zusammenpackt und so weiter. Ja, du kannst. So. Okay, dann absolute Ruhe bitte wieder. Wir drehen. Szene 8.2, Take 1. Du machst dir Sorgen. Das sehe ich dir an. Die Fahrt zum Flughafen im Film sollte im Regen stattfinden. Aber um das zu schaffen, haben wir vor Greenscreen gedreht, weil alles andere zu teuer gewesen wäre. Das war dann irgendwann im Kasten. Ich kann das überhaupt nicht glauben, dass wir das jetzt echt abgedreht haben über das Wochenende. Es ist so schön. Also das wollte ich einfach nochmal sagen. Vielen, vielen Dank. Und dann kam eben diese fantastische Nachricht, dass wir dann am 15. Oktober mit dem Babelsberger Filmorchester die Musik aufnehmen für Jamil. Christian Heschel hat die Musik geschrieben. Hallo, wie geht's? Er hat den Nagel auf den Kopf getroffen mit der ersten Fassung. Wir waren dann in Berlin, kamen im Aufnahmestudio an und waren etwas verwundert, denn es sah alles andere aus als aufnahmebereit. Die Putzfrau hat uns reingelassen. Die Stage war leer, die Regie war leer, keiner da. Und jetzt waren wir tatsächlich einfach im falschen Studio in Berlin. Ja? Links die Straße runter, okay. Und dann sind wir völlig panisch losgerast ins Babelsberger Filmorchesterstudio. Und dann ging's los. Und dann haben wir so, es war so ein ganz abgefahrener Moment, so auf den Monitoren und auf der Leinwand und so, den eigenen Film zu sehen. Und dann hast du da so irgendwie diese ganzen Musiker, die dann live dazu die Musik spielen. Das war schon so ein Meilenstein in meiner Karriere, würde ich sagen. Das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Und dann ging das los. Dings für Dings, Stück für Stück sind die da durchgegangen. Zack, zack, hier übers Blatt gerauscht. Da vorne gemischt und die haben gespielt. Und ja, und dann ist ja so dieser Score entstanden für diesen Film, der vorher schon da war, aber das ist nochmal was ganz anderes. Christian hat uns da echt was ermöglicht und dem Film was ermöglicht und dem Film eine Größe gegeben, die er sonst nicht gekriegt hätte. Ich hoffe, dass es ein guter Film ist und dass die Leute ihn auch als solches erkennen und ja, dass er im Gedächtnis bleibt. Genau.